Hallo, mein Name ist Tobias Döberl, ich bin Künstler und ich bin heute auf der Biennale 2026, ja, dem Minor Key. Und es geht sehr stark um spirituelle Connections, es geht sehr viel um Sound und Musikinstallationen, ja, was wir bis jetzt gesehen haben oder noch sehen werden. Und ja, ich gebe euch wieder meine Highlights und wir schauen uns das jetzt genauer an. Wir sind im spanischen Pavillon und dieser Pavillon ist voll mit Bildern und von verschiedenen Ländern. Ich stehe in Österreich, weil das mein Heimatland ist. Und es geht darum, wenn alles zerstört ist, sind das Bilder, mit denen man wieder alles aufbauen kann, was zerstört worden ist. Unglaublich tolle Arbeit. So, wir sind jetzt hier im kanadischen Pavillon. Das ist was ganz Besonderes, das ist sehr minimalistisch gehalten. Es wurden Samen von Seerosen hertransportiert und wurden hier aufgezogen. Und das Besondere ist, dass das Wasser hier dunkel gesetzt ist. Das wollte der Künstler so, erstens wegen der Ästhetik und zweitens, dass sie durch das Licht keine Algen anlegen. Ja. Wir sind hier im japanischen Pavillon und im unteren Bereich kann man sich Babys ausleihen. Ja? Also das sind solche Babypuppen, mit denen man dann durch die Ausstellung hindurchgehen kann. Und da vorne kann man dann diese auch wickeln. Ja? Wir schauen uns das mal an. Das war wirklich genial. Das ist ein sehr immersives Erlebnis gewesen. So, wir sind jetzt hier in der Area von der Arsenale. Wir kommen hier zu Rose Salene, ist eine Künstlerin aus New York und sie arbeitet mit den Materialien, die sie auf den Straßen findet. Ich finde es irrsinnig spannend, dass das hat sogar Kasimir Malevich behauptet, dass die Materialien den Künstler finden und nicht umgekehrt. Und hier sehen wir ein paar Ringe, die sie gefunden hat. Sie hat DNA-Tests durchgeführt und auch spirituelle Medien gefragt, ob sie den Besitzer wieder finden. Und das sind diese Objekte, die übrig geblieben sind. Wir sind hier im Pavillon von Usbekistan und das Thema ist hier der trockengelegte, also zu 90% trockengelegte Aralsee in der Sowjetunion. Und was mir sehr ins Auge gestochen ist, ist diese vietnamesische Künstlerin, die diese kinetischen Skulpturen verwendet, um Menschen und wieder mit der Landschaft sich zu verbinden. Okay, hier sind wir in einem Beitrag von Taus Makacheva. Sie ist eine Künstlerin, die in Dubai und in Moskau arbeitet. Und hier haben wir eine Soundinstallation von ihr. Das sind Boxen und die spielen eine Audiodatei ab, wo eine E-Mail vorgelesen wird, warum man nicht erreichbar war. Und wir sehen uns hier jetzt an, das ist sehr laut. Ja. Ich gebe es aber kurz in den Raum, dass wir einen Einblick bekommen. Dear, usual snail mail reply. Ja, wir sind hier im indischen Pavillon und es geht sehr viel um Heimat. Was passiert mit der Heimat, wenn man diesen Ort verlässt? Wie verändert sich Heimat und wie ist man mit dieser Heimat verbunden? Ja? Und Indien hat das sehr interessant. Das sind verschiedene Künstler, die aber mit Materialien gearbeitet haben,
mit typischen Materialien von indischer Tradition, also mit Bambus. Und genau, wir sehen hier organische Formen, die hier verwendet worden sind und die sich ja immer wieder wiederholen in dieser Bewegung.